herrlich, hier auf dem Land zu sein. Ich bin ja jetzt schon seit fast einer Woche hier in Sakon Nakhon, im Isan, Nordosten Thailands unterwegs und habe mir da zum Beispiel mal hier diese Art Farm zeigen lassen, erklären lassen. Ja, das ist René, dem gehört das Land mit seiner Frau zusammen und der hat mir auch eine ganze Menge von den Ländereien der Familie gezeigt, ja, und was da so angebaut wird und was es da so gibt. Wenn ihr das sehen wollt, dann gibt es das auf meinem ersten Kanal, unser Kleingarten, wo wir immer ziemlich viel grünes Zeug posten. Also da schaut auch gerne mal rein. Aber heute, genau, wird wie jeden Morgen werden die Tiere gefüttert. Das sind Hühner, Schweine und Fische. Und dann haben wir heute noch vor, auf den Markt zu gehen hier in der Gegend, in der Nähe. Und wir wollen auch in einen Tempel gehen. Gestern waren wir auch schon in einem Tempel. Richtig toll. Und wie das da war, das seht ihr euch am besten jetzt mal an. So, ich habe heute festgestellt, dass ich lange nicht mehr auf einem Markt war. Und hier in Akhat, da kann man das mal machen. Das ist so die nächstgrößere Stadt von dem Ort, in dem wir gerade sind oder in dem ich gerade bin. Und ja, ich habe also heute vor, auf jeden Fall neue Schuhe zu kaufen, also Flipflops. Schuhe habe ich, aber meine Flipflops sind leider kaputt gegangen. Dann wollte ich nach süßen Sachen gucken. Und ich glaube, wir wollten auch nach Durian gucken. Und Wassermelone, ne? Und mal gucken, was es sonst noch so gibt. Ach, und hier gibt es auch geschnittenes Obst, lecker direkt vorne. Hühnerherzen wahrscheinlich und Leber. Das habe ich ja früher auch sehr gerne gegessen, muss ich zugeben. Aber die Zeiten sind vorbei. Hier gibt es schon die ersten süßen Sachen. Popcorn wie immer, ne, gibt es ja auch auf den Märkten. Das Popcorn, ach so, das sind die bunten Haare. Die gab es in Chiang Mai immer und da habe ich mich immer gewundert, was ist Zuckerwatte wahrscheinlich, oder? Ja. Aber mega fein mit dem, sowieso Kokosblatt auch. Ah, okay. Ja, aber das sind Süßkartoffelbällchen da, oder? Ja. Sweet Potato? Ja. Oh, und ist das hier so mit Sesam? Sind die gefüllt mit Red Bean, Ja. oder? Ja. Ich glaube, davon nehme ich, glaube ich, mit one, this? 20. Popcorn Cup, thank you. Schon die erste Sache hier abgegriffen, ja? Ja. Immer wieder erstaunt, dass es ja hier auch Sushi gibt. Also ich würde es in den Temperaturen ehrlich gesagt nicht essen. Aber naja. Ja, hier wie immer die Fleischabteilung und hier besonders gut gekühlt alles mit alten Tüten. Sieht sehr, sehr frisch aus. Man riecht es auch, ne? Ist ganz, ganz frisch. Das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber letztendlich ist es auch das Fleisch, was wir dann zum Schluss, wenn wir in ein Restaurant hier gehen, bekommen. Auch da ist ganz, ganz fein hier die Meeresfrüchte. Und da gibt es Insekten. Und die ganzen Thai-Auberginen, Auberginen. Und hier gibt es dann die Proteine, Sawadee Krab. Sehr lecker. Esst ihr das auch, oder? Sie. Ja. Frittiert und mit Salz, oder? Einfach so. Einfach so. Ja. ป่นได้เนาะทำป่นได้อยู่ได้เราไปเรียนซุปก่อน
gibt es jungen Bambus, auch sehr lecker, wie ich gehört habe. Eine Menge Pilze und Blüten von, ja, ist das hier, was sind das für Blüten? Ist das Aubergine auch oder Zucchini-mäßig? Sehen aus wie Zucchini-Aubergine oder kleine Kürbisse. Und jetzt wird mein Essen zusammengestellt hier. Ja. Blumenkohl gibt es auch dazu. Hier wird jetzt der Wassermelonentest gemacht. Ich will nämlich auch eine Wassermelone haben. Und Doi schaut, was jetzt die gute Wassermelone ist und was sie kostet. Sie handelt nämlich hier immer ganz gut für mich. So, das ist meine Ausbeute bisher. Und da sind auch vor allem richtig viele süße Sachen dabei. Ich bin die letzten Tage ein bisschen angeschlagen, ein bisschen erkältet, ja. Und dann esse ich auch noch so viele süße Sachen. Vermutlich werde ich mal 2-3 Kilo hier zunehmen in der Provinz Nakhon in Akkad auf dem Markt, ja. Aber, oh Gott, nee, oh. Da gibt es ja noch mehr geile Sachen. Oh, 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 ja, ich werde definitiv hier zunehmen. Aber naja, man lebt ja nur einmal, ne? Ah, lecker gebraten. Also super schön, super lecker. Ich liebe diese Märkte. Viele süße Sachen, viele nette Menschen. Ganz toll, jetzt brauche ich nur noch die Schuhe. Schuhe brauche ich jetzt nur noch. Ah, da vorne. Also ich habe es ja letztens schon mal gesagt, diese spirituellen Orte hier in Thailand, wie die auf mich wirken, selbst wenn ich jetzt nicht buddhistisch oder irgendwie anders glaubend bin, ja. Und hier sind wir an einem Tempel, der ist recht neu. Und wir haben hier den Mönchen, jetzt hätte ich fast befehlshabenden Mönchen gesagt, aber den obersten Mönchen getroffen, der hier in seiner kleinen Werkstatt, ja, alles an diesem Tempel selbst gemacht hat. Also den Großteil jedenfalls. Also der hat hier ein Dremel und ein Schleifgerät und dann werden, jetzt wird die Schuhe ausgezogen, dann werden hier diese Holzplatten allesamt von ihm selbst gestaltet. 3 Tage braucht er so für eine solche Platte. Wir haben vorhin schon rumgealbert, wir würden 3 Jahre dafür brauchen. Aber ja, das ist hier ein ziemlich neuer Tempel auch, der auch noch nicht fertig ist. Und er hat hier eine Hilfe beim Aufhängen nachher, aber ansonsten wird das alles von ihm selbst gemacht. Also es sieht wirklich großartig aus. Und da gucken wir auch direkt mal hier rein. Wow. Jetzt wird extra Licht für mich gemacht. Das heißt also, die Fenster werden aufgemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon eine ganze Menge neuer Tempel gesehen. In Vietnam gibt es ganz viele neue Tempel auch. Und die sind mega kitschig. Aber das hier ist also das ist ganz bewegend. Alles Holz, ja. Unglaublich. Sehr, sehr schön. Auch mit dem Buddha hier. Das packt einen da wieder. Also das ist ja ganz spannend, dieses Geweih dort. Sowas habe ich ja auch noch nicht gesehen. Dieses Geweih mit dem Gesicht. Ja? Echt spannend.
wunderbar, dieser Tempel hier, der seit 3 Jahren im Bau ist und wohl auch noch ein paar Jahre brauchen wird, bis hier alles komplett fertig ist. Da entsteht eine Buddha-Statue von 5 Metern Höhe, so wie ich es richtig verstanden habe, glaube ich. Und natürlich müssen auch noch Blumen hier gepflanzt werden, Pflanzen. Also es wird auch einfach noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen hier. Aber ich finde es jetzt schon wunderbar. Und ich kann mir vorstellen, wenn das hier komplett fertig ist, dann wird es noch mal viel wunderbarer. Richtig klasse. Also ich bin dankbar, dass man mir solche Orte hier zeigt. Ich wüsste ja gar nicht sonst. Ne? Sehr schön. Und auch wirklich dankbar, dass wir hier durch den Mönchen, dass das erlaubt worden ist, dass ich hier filme, ganz unproblematisch zum Beispiel. Und ist schon schön. Zackig! Hopp, hopp! Hopp, hopp! Na komm, los! Ruf mit dir, los! Also wer wissen möchte, was Ingwer auf Thai heißt, King, wie der König. King ist Ingwer. Und es hat mich 10 Baht gekostet. Hier im Dorfladen, wo man alles Mögliche bekommen kann. Auf Nachfrage werden dann auch Sachen aus der Stadt mitgebracht. Ja, jetzt sitze ich hier auf meiner kleinen Plattform mit Rechner, Drohne, externer Festplatte und mache so ein bisschen Videoschnitt hier in Sakon Nakhon oder in der Provinz Sakon Nakhon, im Isan, Nordosten Thailands. Ich muss sagen, es gefällt mir hier sehr, sehr gut. Natürlich liebe ich Thailand sehr, vor allem wegen der Strände. Die gibt es hier nicht, auf dem Festland logischerweise. Aber was es hier sehr viel gibt, sind die unglaublich tollen, netten und freundlichen Menschen. Wir waren hier schon häufiger auf dem Markt jetzt und haben Tempel besucht. Ich habe die Familie kennengelernt. Das ist so unglaublich schön hier. Und ich fühle mich so unglaublich willkommen, wie ich das in Thailand noch nie erlebt habe. Klar, sie sind überall freundlich und auch im Tourismus ist man halt willkommen. Aber ganz sicher geht es da halt häufig auch einfach ums Geschäft. Und das ist natürlich hier, wenn man bei einer Familie zu Besuch ist, überhaupt und gar nicht der Fall. Es ist einfach nur schön. Und ich gucke jetzt schon nach draußen, wer fährt jetzt hier wieder vorbei. Vielleicht kennt man die Menschen und es ist einfach toll und ich genieße das und ich habe hier eine Woche lang eine Auszeit. Habe zwar auch ganz viele Videos gemacht, aber habe nicht das Gefühl, dass ich von A nach B hetzen muss. Heute waren wir im Tempel zum Beispiel, haben uns einen wunderbar tollen Tempel angeschaut, der von dem Mönch vor Ort, von dem obersten Mönch vor Ort, selbst gebaut wird quasi. Der hat da so Vertäfelungen aus Holz selbst gemacht, als wir da waren. Wunderbar, also ganz toll hier und ich genieße das sehr und bin schon ein bisschen traurig, wenn ich immerhin in einer halben Woche erst hier abreisen werde und mir dann vielleicht noch mal eine Woche Strandurlaub gönne. Ich gucke hier auch immer, weil es sind auch mindestens drei Hunde, die hier immer unterwegs sind.
von René die Hunde. Aber ab und zu kommt dann auch mal jemand vorbei aus dem Dorf und bringt dann seine Hunde auch noch mit oder ihre Hunde. Unglaublich, es ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Wo ich ja in der letzten Zeit Hunde immer wieder vermisst habe, weil es keine eigenen mehr gibt. Ja, so ist es hier. Einfach nur toll und wunderbar. Völlig untouristisch, absolut gar nicht touristisch. Mittendrin im Leben der Thai-Menschen hier, ganz einfach. Das genieße ich sehr.